Herzlich willkommen zu unserem heutigen Wochenvideo und ich nehme Sie heute einmal mit in meine Nachbarschaft. Wir befinden uns in der Parkallee 301, da wo ja auch meine Praxis ist, und ich bin mal ein paar Etagen tiefer gegangen und bin heute zu Gast bei Frau Dr. Mittag, ausgewiesene Expertin für Wurzelbehandlung. Frau Dr. Mittag, vielen Dank, dass ich bei Ihnen zu Gast sein darf. Gerne. Und ich glaube, niemand kann Sie besser vorstellen als Sie selbst. Erzählen Sie unseren Zuschauern bitte, was hat Sie bewogen, Zahnärztin zu werden und dann auch noch sich auf Wurzelbehandlung zu spezialisieren? Ja, danke für die freundliche Vorstellung. Mein Name ist Dr. Inge Mittag. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Zahnärztin und mich interessierte immer die Kombination von technischen, handwerklichen Dingen und medizinischen Fragen. Und schon ziemlich schnell, nachdem ich angefangen bin zu arbeiten, habe ich gemerkt, dass mich das Thema interessiert. Giftstoffe, Metalle, Materialien und die Wirkung, die auf die biologischen Verhältnisse, also auf die Gewebe, auf den Menschen, wie wirkt das alles? Das ist ja eine ganz spannende Geschichte, die ja eigentlich mit dem zahnt, was ja auch bei mir immer wieder ein wichtiges Thema ist. Es gibt ja Menschen, die kommen mit Symptomen zu einem und es ist meistens eine relativ große Odyssee durchlaufen worden, um dann irgendwann herauszufinden, es könnte an den Zähnen oder es könnte an irgendwelchen Giftstoffen liegen. Was haben Sie an weiteren Erfahrungen, die Sie unseren Zuschauern mitteilen können? Ja, das ist tatsächlich ein interessantes, aber auch sehr schwieriges Thema, weil die Patienten kommen mit sehr diffusen Beschwerden, die nicht so spezifisch sind und es dauert eine Weile herauszubekommen, was an den Füllungen liegen könnte, was nicht an den Füllungen liegen könnte, und zwar sowohl an den Materialien, vielleicht auch Amalgam oder an Wurzelfüllungen oder an Bakterien, Parodontitis. Das ist sehr vielfältig und da gibt es sehr viele Symptome und Beschwerden. Da muss man sich sehr lange mit beschäftigen. Ganz häufig ist es ja so, dass solche Erkrankungen im Mundraum ja auch nur ein Symptom dafür sind, dass im Rest des Körpers das eine oder andere nicht so aufgestellt ist, wie es sein sollte. Und schön ist es ja mal dann, wenn man durch eine Laboranalyse auch sagen kann, schau mal, wenn wir dies und jenes machen, dann haben wir auch da die Grundlage für eine Selbstregeneration gelegt. Heute sind wir aber ja hier, weil es um das Thema Amalgamsanierung geht und da ist ja die Frage der Zuschauer, ist eine Amalgamsanierung gefährlich? Und wenn wir das mit Ja beantworten würden, dann würden wir ja sagen, mein Gott, das geht ja gar nicht. Tausende von Amalgamsanierungen finden jeden Tag statt und man hört nichts von irgendwas Schlimmem. Und genau so ist es, gefährlich ist es nicht. Aber es sind gewisse Risiken damit verbunden, denn wir setzen ja in der Situation von diesen toxischen Metallen, ist ja eine Legierung, bestimmte Dinge frei und die sollen nach Möglichkeit nicht in den Körper kommen. Und es gibt Menschen, gerade mit multichemischem Sensitivitätssyndrom oder Menschen, die MS-Erkrankung, Parkinson-Erkrankung haben, neurodegenerative Erkrankungen haben, die möglicherweise schon eingeschränkte Mitochondrienfunktionen haben und so auf dem Rande des, ich könnte mir mal die Zähne sanieren lassen, weil ich glaube, dann ginge es mir besser, Gefahr laufen, dass es ihnen anschließend schlechter geht, weil genau dieses Quäntchen, was da freigesetzt wird bei diesen Menschen, der Tropfen ist, der das fast zum Überlaufen bringt. Und daher würde ich gerne Ihnen, liebe Zuschauer, zeigen, wie man eine solche Amalgamsanierung durchführen kann. Und da ich das nicht kann und auch nicht mache, habe ich heute, vielen Dank, bei Frau Dr. Mittag das Gastrecht bekommen und sie nimmt uns mit in das Behandlungszimmer und zeigt uns, wie man da vorgeht. Ja, also die Amalgamentfernung an sich ist nicht gefährlich, aber nur bei korrekter Ausführung und wenn man alle Vorkehrungen trifft, um zu verhindern, dass Quecksilberdämpfe und andere toxische Metalle in den Körper gelangen. Ohne diese Vorkehrung können schon Belastungen auftreten. Genau, und da ist es immer gut, wenn man präventiv arbeitet, also nach Möglichkeit jeden möglichen Schaden vermeidet und dann ist man, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, auf der sicherst möglichen Seite. Ja,
Ja, Frau Dr. Mittag hat mich jetzt hier mit in ihre Werkstatt genommen, nennt man Behandlungszimmer. Es gibt ganz viel Werkzeug und ich habe schon ein bisschen spielen dürfen. Und jetzt geht es darum, Ihnen zu erklären, wofür diese vielen Werkzeuge eigentlich da sind. Und bitteschön, ich bin ganz gespannt. Ja, also bei der sicheren Amalgamentfernung möchte ich als erstes darauf hinweisen, dass es sehr gut ist, wenn man keine Turbine nimmt. Die Turbine ist ein Winkelstück, was ungefähr 300.000 Umdrehungen pro Minute hat. Wir hören das jetzt mal gleich. Moment, das Wasser ausstellen. Das ist die Turbine. Die wird von Zahnärzten sehr gerne genommen, weil man geht durch den Zahn wie durch Butter. Der Nachteil wiederum ist, dadurch werden sehr, sehr kleine Partikel erzeugt und bis fast hin zu Nanopartikeln. Und je kleiner Partikel sind, desto eher werden sie vom Körper aufgenommen. Deswegen raten wir eigentlich immer dazu, den sogenannten roten Schnellläufer zu nehmen. Der dreht so ungefähr 100.000 Umdrehungen, 150.000 Umdrehungen. Und das ist zwar etwas unangenehmer vielleicht für den Patienten, es ist auch etwas schwergängiger, dauert etwas länger. Dafür ist der ganz große Vorteil, es ist ein Abtrag von größeren Partikeln möglich. Also sehen kann man den Unterschied nicht, der ist jetzt natürlich im Nanobereich. Und dadurch werden weniger toxische Stoffe aufgenommen. Das zweite Wichtige ist, dass ein Bohrer genommen werden sollte, der nur genau dafür auch produziert ist, der wenig Wärme erzeugt, dadurch wenig Quecksilberdampf entweichen kann und wenig Belastung für den Patienten entsteht. Und das ist zum Beispiel so ein Bohrer hier, der ist nur dafür entwickelt für die Amalgamentfernung und man sollte auch jedes Mal einfach einen neuen nehmen und den dann entsorgen. Ja, ein wichtiger Hinweis für unsere Zuschauer, denke ich. Genau, und es wäre auch gut, wenn der Zahnarzt darauf achtet, dass er nicht die Amalgamfüllung so rausfräst, dass viel Staub entsteht, sondern möglichst die Füllung rundherum umfährt und dann in ein Stück rauszunehmen, sodass man nachher die Füllung in ein Stück hat. Ja, also nicht die ganze Platte in Kleinstteile zerlegen, Genau. sondern in Toto rausnehmen. Ja, in Toto rausnehmen wäre das Beste. Ja, wenn jetzt der Patient herkommt, der sitzt dann hier ein bisschen verkrampft, muss den Mund aufmachen. Wie geht's los? Es geht dann erstmal damit los, dass der Patient entscheidet, ob er eine Betäubung haben möchte oder nicht. Dann wird der Zahn geschützt durch Kofferdamm. Das ist ein kleines Operationstuch, das dafür da ist, dass möglichst keine Partikel durch den Mundraum in den Körper gelangen. Und der Kofferdamm wird angelegt und wird zusätzlich auch nochmal abgedichtet. Wir nehmen da so ein Silikon, das lichthärtend ist, falls doch irgendwo mal ganz kleine Partikel frei werden. Der wird dicht gehärtet und dann ist das so dicht, da kann nirgendwo mehr was in den Mund gelangen. Wenn Sie bohren, entstehen ja trotzdem irgendwelche Aerosole. Wie verhindern Sie, dass die in die Raumluft gelangen? Das verhindern wir mit einem speziellen Absauger, so einem Clean-Up-Sauger. Der wird über den Zahn gestülpt und dann werden die Aerosole, alle toxischen Partikel direkt hier reingesaugt. Der Sauger ist sehr stark, man muss enorm gut kühlen dabei, dass der Zahn nicht austrocknet. Und dann ist im Prinzip keine toxische Belastung mehr möglich. Was kann man zusätzlich machen? Zusätzlich ist es sehr ratsam, eine Sauerstoffzufuhr über die Nase zu gewährleisten. Das machen wir mit dieser Nasenbrille. Je nach Patient und je nachdem, was der Arzt vorschreibt, führen wir Sauerstoff zu. Dann kann man darüber noch die Nase abdecken mit einer Goldmaske, die, falls doch irgendwie in der Raumluft Aerosol vorhanden sein sollte, die toxisch ist, gefiltert wird. Also das heißt, mit dem Sauerstoff haben wir sichergestellt, dass der Patient genügend Sauerstoff hat, dass er nicht bemüht ist, nochmal besonders tief einzuatmen. Ja, und für denjenigen, der eine Maske trägt, das ist ja auch nicht, ich meine, mittlerweile sind wir alle an sowas gewöhnt, aber standardmäßig ja nicht, sagt man, oh Gott, eine Maske, ich kriege nicht richtig Luft und somit ist auch der psychologische Anteil an der Sauerstoffversorgung, an der Atemtiefe hier mit der angepassten Sauerstoffversorgung abgedeckt und man kann ja, wie aus dem Rettungswagen bekannt, eben auch unterschiedlich hohe Literzahlen einstellen und wahrscheinlich sind 2 Liter pro Minute völlig ausreichend. Sehr gut.
Aber wie schützen Sie sich denn eigentlich? Ist denn der Zahnarzt nicht eigentlich, weil er das andauernd macht, der gefährdeteste aller Menschen? Das stimmt. Während ein Patient das im Grunde nur einmal in seinem Leben macht und bei entsprechender Begleitung da ganz gut davonkommt, haben wir das jeden Tag und deswegen müssen wir uns auch sehr schützen. Es gibt für den Zahnarzt, je nachdem, welcher Belastung er ausgesetzt ist, breitere Goldmasken, die eben auch über den Mund gehen. Die kleinen Masken für den Patienten gehen ja nur über die Nase. Die könnt ihr aufsetzen. Oder aber, wenn ich wirklich mehr zu machen habe, dann setze ich einen Aktivkohlefilter ein. Der sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Science-Fiction-Film. Und da habe ich hier 2 Aktivkohlefilter. Sitzen wir. Ah ja, und dann das mit der Sicht klappt auch einigermaßen dadurch. Sehr schön. Also die Patienten fragen mich natürlich immer, was sie sonst noch alles tun können, wie sie den Schutz noch weiter erhöhen können oder es steht ja im Raum Ausleitung, wie bekomme ich das, was ich schon im Körper angesammelt habe, weg, wie entlaste ich meinen Körper, wie erhöhe ich meine Ausscheidungskapazitäten, Niere, Darm und so weiter. Aber da kennen Sie sich ja bestimmt ein bisschen aus. Ja, Sie spielen natürlich so ein bisschen auf die Metallausleitung an. Und es ist sicherlich nicht so einfach machbar, dass man einfach bei jedem Patienten eine Ausleitung macht, weil das ist natürlich ein Prozess, der über mehrere Wochen geht und der auch daran gebunden ist, dass die essentiellen Mineralstoffe im Körper vorhanden sind. Aber bezogen auf die Situation, dass also eine Metallsanierung, eine Zahnsanierung stattfindet und eben doch mehr Metalle freigesetzt werden könnten, habe ich tatsächlich auch Erfahrungen, dass Patienten, die das mit einer Chelattherapie begleiten, dann an dem Tag doch deutlich die Metalle ausleiten, die man auch in so einer Amalgamlegierung findet. Und das kann man mit verschiedenen Verfahren eben unterstützen. Und zum einen geht es darum, dass der Urin möglichst basisch gehalten wird, weil die Metalle, die der Körper schon aus eigener Kraft in der Lage ist auszuleiten, dürften in der Niere nicht rückresorbiert werden. Und wenn man so einen ganz leichten sauren Urin hat, dann wird es leichter in der Niere rückresorbiert, als wenn man einen basischen Urin hat. Und daher unterstützen wir dieses mit basischen Substanzen, um den Urin für die Zeit der Behandlung und auch in einer gewissen Zeit danach, also roundabout 24 Stunden, basisch zu halten. Und dann kann man schon beginnend vor der Sanierung auch mit Kapseln oder auch mit Flüssigkeiten sicherstellen, dass sich in dem Blut bereits ein bisschen Chelator befindet. Und ein Chelator ist eine Substanz, die eine höhere Bindungskapazität zu diesen Metallen, um die es hier geht, hat, als die klassischen körpereigenen Chelatoren. Da gibt es ja zum Beispiel das Glutathion oder das N-Acetylcystein, was wir als Aminosäure haben, oder auch das Selen verkomplexiert zum Beispiel das Quecksilber und hindert es möglicherweise an Ausleitung, aber hindert es auch daran, Schaden zu erzeugen. Und insofern ist es eine gute Kombination, wenn man diese Chelatoren oral gibt. Bei anderen Zahnärzten ist es so, da ist die Entfernung größer, da kommen die Patienten im Anschluss zu einer Infusion, um sozusagen am Darm vorbei nochmal die Chelatoren in einer Dosis im Blut anzubieten, die mit der reinen oralen Ergänzung nicht erreichbar sind. Trotzdem wird auch im Anschluss immer noch oral etwas gegeben, denn man löst ja zwangsläufig, man bindet nicht nur, man löst auch ein bisschen Metalle an und dann lösen sich aus dem Depot auch ein paar Metalle nach. Und da ist es ganz gut, wenn man über die orale Chelatorgabe einmal den enterohepatischen Kreislauf durchbricht, also die Rückresorption dessen, was die Leber in den Darm gegeben hat, nicht schon wieder in die Blutbahn zurückholt. Und es werden immer nur so 15 bis 30% der oral eingenommenen Chelatoren auch wirklich in die Blutbahn aufgenommen. Und die sind dann quasi wie der Lumpensammler in der Blutbahn unterwegs und fischen sich die Metalle auf der Reise nach Jerusalem ab, die gerade nochmal einen Platz wieder besetzen wollen, der gerade frei geworden ist. Und so kann man tagesaktuell das, was vermehrt freigesetzt wird, sozusagen auch nochmal zusätzlich weiter minimieren und damit denkbare Nebenwirkungen noch weiter reduzieren. Empfehlen Sie grundsätzlich schon bereits vor den zahnärztlichen Maßnahmen
mit Ausleitungstherapien anzufangen, um den Menschen vorzubereiten? Nein, das mache ich nicht, weil ich würde ja dann, solange die Quelle des Amalgam oder des toxischen Metalls noch in dem Körper ist, bereits an irgendetwas rumsaugen oder locker machen oder vermehrt lösen, was ich ja definitiv nicht will. Was ich aber auf jeden Fall mache, wenn ich die Chance bekomme, dass ich im Vorfeld gucke, welche Mikronährstoffe fehlen, welche essentielle Metalle, die ich ja zwangsläufig mit ausleite, sind möglicherweise sehr schwach und schwächen damit letztendlich den Patienten. Beispiel, wenn ich einen Calciummangel habe oder sozusagen immer auf der Grenze der ausreichenden Versorgung bin, dann ist natürlich in dem Endgebiet, also im Knochen, genügend Platz für andere Sachen. Und ich erzähle es meinen Patienten gerne so: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Busunternehmen und dieses Busunternehmen fährt gerade mal kostendeckend, ist also zu 40% ausgelastet, Schulnote 4. Und man hat im günstigsten Fall 4-. Und jetzt ist es so, Sie halten an der Haltestelle an und da sind 5 Rowdies, also nicht gerade sehr viele, toxische Metalle, und Sie machen die Türen auf. Die sind in Ruckzuck drin und können also die Handys klauen, die Portemonnaies klauen, den Fahrer ein, über die Rübe ziehen, den Bus kapern, was sie wollen. Wenn aber der Bus voll ist mit zahlenden Gästen, also inklusive auch der Stehplätze, dann muss der Busfahrer aufpassen, wenn er die Tür öffnet, dass ihm einer von den zahlenden Gästen nicht rausfällt. Bedeutet, dass die 5 Rowdies da draußen höchstens mal den Scheinwerfer kaputt treten, eine Beule ins Auto machen und dann fährt der Bus weiter und kann an der nächsten Werkstatt alles reparieren, also der Selbstheilung schon fast entgegenführen. Und so ist es wichtig, dass der Körper mit den essentiellen, also den zahlenden Gästen am besten optimal versorgt ist, weil dann ist gar kein Platz für diese Rowdies, die sich dann doch noch irgendwie in den Bus schummeln wollen. Besondere Form der Metallausleitung besteht ja noch, wenn Sie Wurzelkanäle öffnen und reinigen. Dann werden die ja auch mit irgendwelchen normalerweise Substanzen wieder gefüllt, die ja auch einen antibiotischen Effekt haben. Wenn Sie aber einen Wurzelkanal öffnen, in dem vorher Metall drin war oder eine Legierung oder Amalgam drin war oder drin gewesen sein könnte, dann ist es natürlich auch wichtig, eine porentiefreine Wirkung zu erzielen. Es ist eben nicht nur sauber, sondern rein, würde das Waschmittelwerbeinstitut jetzt sagen. Was könnte man denn da als Reinigungsmittel einsetzen? Also als Reinigungsmittel für die Kavitäten nach Amalgamentfernung kann man Natriumthiosulfat nehmen. Entweder kann der Patient damit spülen oder man gibt einen Tropfen in den Zahn. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir können natürlich auch mit Natriumthiosulfat die Chelierung fahren. Es gibt ja das DMPS, um vermehrt Quecksilber zu binden. Das macht ja 10-mal stärkere Bindung als zum Beispiel DMSA. Aber Natriumthiosulfat hat sich gezeigt, dass es A gut verträglich ist, dass es auch Aluminium, also auch die sauerstoffaffinen Metalle mitnimmt und dass man es sowohl, wie Sie schon sagen, spülen oder auch tropfenförmig sehr gut in solche Kavitäten einbringen kann. Und wenn man es dann mal schluckt, dann ist es nicht gar so schlimm, weil es wird tatsächlich als Chelator verwandt. Wir setzen es durchaus auch oral ein, bei Patienten, die mit Kapseln zum Beispiel überhaupt nicht klarkommen. Und insofern ist es eine Reinsubstanz, die eine sehr gute Metallbindung hat. Es gibt ja noch das Thema der Amalgam-Tätowierung. Gerade Ärzte um Dr. Mutter herum, ein Umweltmediziner aus Süddeutschland, in der Schweiz auch, zieht ja Patienten an, die besonders empfindlich sind für toxische Metalle. Wie gehen Sie mit Tätowierung um, mit Amalgam-Tätowierung? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wenn das Amalgam sorgfältig entfernt wurde und man schaut auf das Dentin, also das der Zahnbein, dann ist das häufig schwarz. Das heißt, das Amalgam ist eingedrungen in die Dentinkanälchen und sind schwarz. Das Dentin ist zwar sehr hart dann, und da ist immer die Frage, soll ich das noch mit entfernen und das Risiko einer Wurzelbehandlung eingehen? Lasse ich so, weil es ist ja hart. Früher war der Test, ich gehe mit der Sonde darüber und dann klärt das. Und das ist dann Musik in den Ohren eines Zahnarztes. Heute wird das aber individuell entschieden. Also mit dem Arzt zusammen überlegt man, wie stark ist die Belastung, wie tief ist das Eindringen gewesen der Amalgampartikel. Wenn es möglich ist, würde ich es immer entfernen und dann im
individuellen Einzelfall, sogar an dem einzelnen Zahn würde ich es entscheiden. Ja, auf jeden Fall. Was machen Sie dann anschließend drauf? Das kommt sehr stark darauf an, wie viel von dem Zahn dann fehlt. Wenn das nicht so viel ist, dann ist Kunststoff, diese hochwertigen Komposite, die halten heute auch 10, 15 Jahre sehr gut. Wenn eine gewisse Größe überschritten wird, dann gibt es ein Frakturrisiko, dann ist es besser ein Keramik-Inlay oder eine Keramikteilkrone, und wenn sehr, sehr viel verloren gegangen ist durch die Amalgamentfernung, dann eine richtige Krone. Wenn es geht, alles metallfrei, das ist das am wenigsten belastende für den Patienten. Nach den Gesetzen der Physik und Chemie. Ja, sehr schön. Liebe Zuschauer, ich hoffe, dass wir wesentliche Fragen haben beantworten können. Wenn Sie dennoch welche haben, dann schreiben Sie die doch bitte in die Kommentarfunktion oder schreiben Frau Dr. Mittag oder mich direkt an. Und dann werden wir eventuell ein kleines Update-Video dazu, Interview machen, oder Sie kriegen eine direkte Kurzantwort. Ich hoffe, dass wir Interesse gefunden haben. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Vielen Dank für den Besuch. Und ja, bis zum nächsten Mal.